Also wir sind hier vor einem Bein im Atelier. Wir haben heute mit dem abgemacht, um ihn zu besuchen und ihn kennenzulernen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal schauen, ob er schon da ist. Der Bein ist ein internationaler Street Art Künstler aus Chur. Er macht mit seinen Graffitis unter anderem auf gesellschaftskritische Themen aufmerksam. Alles klar, hoi, willkommen, ciao, willkommen, alles klar. So, mach gleich noch das Käferli und dann können wir noch mal loslegen, oder? Ja, das wäre super, ja. Ich stelle noch schnell die Musik ab. Ja. Wie hast du angefangen mit der ganzen Leidenschaft? Zuerst auch illegal oder wann hast du überhaupt das erste Graffiti gemacht? Das erste Graffiti war vielleicht so etwa 96, 97 gewesen. Ja. Ich war natürlich illegal unterwegs gewesen. Ja, so der klassische Weg. Dann bin ich drogensüchtig geworden. Bis 28 eben in einer schweren Heroinsucht gewesen. Und in dieser Zeit das ist dann wie gestorben, die ganze Ding so. Und ja, wo ich dann wieder sauber geworden bin, habe ich dann gefunden, habe ich das Thema wieder aufgegriffen und halt gerade sofort in den Legalbereich. Ja. Wieso genau Chur und nicht jetzt irgendwie eine andere große Stadt wie Zürich oder Basel oder so? Das Einzigartige an Chur, es läuft nicht so viel wie in Großstädten, aber Chur hat riesiges Potenzial, weil eben auch noch nicht so viel läuft, gibt es auch noch nicht so viele Leute, die wirklich machen. Und wenn du wie ein bisschen ein spezielles Produkt hast oder so ein spezielles Segment bedienst, bist du einer der Ersten. Welche Arbeit genau hinter seinen Gemälden steckt und was für ein Aufwand dahinter ist, möchte er mir jetzt zeigen. Er ist gerade ein neues Projekt am Aufgleisen und hat mich gefragt, ob ich ihn dabei begleiten und mithelfen möchte. Also ich bin letztes Jahr in Äthiopien mit einem guten Freund. Und er hat so ein bisschen Background-Geschichte von seiner Family her, Äthiopien. Darum sind wir ein bisschen auf Spurensuche gegangen. Und ein Bekannter von ihm hat dort eben die Hilfsorganisation Target. Und die setzt sich ein für beschnittene Frauen. So bin ich an das Thema gekommen und habe so wie gefunden, okay, ich bin dort einmal nicht voll nach dran gewesen, aber ich bin dort dran gewesen und das hat mich einfach nicht losgelassen. Und jetzt tun wir das einmal verarbeiten. Dies für den Bourbon, Feuer in der Brust. Ich gebe meinen Mängeln und dem Teufel einen Kuss. Schauen ihr einmal allein, ich brauche euch nicht. Tränen auf der Erde und Luft für einen weiteren wuchtigen Tritt in den Bauch von der Geschichte. Bist du zufrieden jetzt mit dem Resultat von heute? Noch nicht ganz. Ich bin mir noch nicht genau sicher, ob wir das jetzt auch mit dem Kontinent machen oder nicht. Aber bis morgen weiss ich das sicher. Ich würde sagen, können wir grillieren. Hast du so ein spezielles Erlebnis, jetzt egal ob illegal oder legale Sprayereien, wo dir besonders im Kopf geblieben ist? Jenste. Einer der wichtigsten Schlüsselmomente war sicher dort, wo ich das erste Mal wieder eine Spraydose in die Hand genommen habe, nach meiner Drogensucht. Ich war dort in einer krassen Phase, halt in der Therapie. Dort ist so der Himmel aufgebrochen. Sinnbildlich, der Himmel ist aufgebrochen. Die Sonne hat durchgeschienen, so auf mich oben runter. Die Engel haben gemacht. Und in dem Moment habe ich einfach genau gewusst, von wo ich komme, wo ich jetzt bin und wo es in Zukunft hin soll. Alright, ja, ich glaube, Ja, ich glaube. das Fleisch ist ready. Gehen wir doch essen. Ich würde auch sagen. Bei einem feinen Nacht- und guten Gespräch habe ich mit meinem Team, Bein und seinen Kollegen den Abend ausklingen lassen. Ich treffe mich jetzt wieder mit dem Bein und zusammen haben wir einen Termin beim Urs Marti. Er ist Stadtpräsident in Chur und was die zwei zusammen zu tun haben, erfahren wir jetzt. Grüezi, Herr Marti. Alles klar, hast du es? Dir auch, danke. Gut, danke. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Stadt? In der Stadt sind verschiedene Personen involviert. Es gibt einmal die Leute, die rein technisch, natürlich dort, wo Flächen sind, das dort besprechen. Einmal ist es etwas von der Sportanlage, einmal ist es eine Unterführung, eine Wand dort, eine Wand da, Schulhaus und Ähnliches.
Das sind einerseits die Leute, dann haben wir den Wirtschaftsförderer von der Stadt Chur, der eng zusammen arbeitet, und dann die politische Seite, die ich abdecke. Wir treffen uns nicht systematisch, aber immer wieder dann, wenn es etwas zu besprechen gibt. Es sind vor allem einfach so Sitzungen, wo wir zusammenkommen und so Gesamtstrategien miteinander besprechen. Und schauen, ob das für mich gut ist, für die Stadt selber gut ist und halt auch für die Bevölkerung gut ist. Jetzt als Stadt merken Sie, dass vielleicht jetzt genau wegen dieser Street Art mehr Touristen auf Chur kommen? Klar, Messen so in Einzelübernachtungen so ist es noch schwierig, aber ich glaube in der Wahrnehmung der Stadt, dass die Stadt einfach offen ist, dass die Stadt cooler wird, dass da die jungen Leute eine Chance haben. Ich glaube, in diesem Bereich haben wir einen grossen Schritt gemacht. Das Treffen hat mir aufgezeigt, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und der Stadt Chur funktioniert. Der Bein ist aber nicht der Einzige, der Wandmalereien in Chur macht. Die gibt es nämlich schon ziemlich lang überall in der Altstadt. Helena Mettler ist die Leiterin der Kulturfachstelle in Chur und zeigt mir, wie das früher noch war. Da stehen wir jetzt ja gerade fast vor einem historischen Graffito. Und ich bin jetzt mit ihnen hierher gelaufen, weil ich mit dem Robert Indermoor, der jetzt die Malereien angebracht hat, auch mal über das geredet habe. Und er hat dann mir erzählt, dass er so ein bisschen Fassaden ausgesucht hat, die nicht mehr so gut ausgesehen haben. Ja. Der hat mir erzählt, dass er eben da, genau da, wo wir jetzt stehen, am Malen war. Und dann sind so alte Herren hinter ihm durchgelaufen und haben sich so ins Füßchen reingeflucht. Die Schmierereien tatsächlich. und Sauerei und so. Und das ist also gar nicht gut angekommen, was er da gemacht hat, obwohl wir heute sind die wertvoll. Strassenkunst gehört heute zum Stadtbild von Chur dazu. Aber was genau ist eigentlich der Reiz von so Kunstwerken für eine Stadt? In allererster Linie ist es doch auch für uns, die hier wohnen, schön, dass die Stadt interessant ist, lebendig ist, dass gerade so ein Graffiti, das jeden Tag wechseln kann, das auch eben politisch sein kann, wie Sie mal angetönt haben. Das ist für uns interessant, es gibt auch für uns, die hier wohnen, immer wieder einen Input. Hey übrigens, ich bin ehrlicher Rap, meine Damen und Herren, ich bringe euch so ehrlicher Rap, wenn einer gar nicht wählen, dann müsst ihr aber nicht wählen mit der hohen Egoist, weil ich weiss, ich bin ein Ego, doch als einziger ehrlich. Leute machen Rap nicht, dass ich es ums Verrecken muss, aber das was ich mache, es kommt halt einfach ums Verrecken durch. Von wegen Rap im Blut haben meine Texte schon immer im Kopf, gerade die Flüssen von einem Stift aufs Blatt, durchs Mark und dann ein Boxen. Kannst du mir einfach mal da die Fläche ausmalen? Okay. Rap kritisieren kümmere ich mich eh nicht drum, weil mein Rap ist autonom und ich bin nur ein Medium, was ich bin einfach Vermittler, nicht mehr und nicht weniger und ich bringe meinen Rap ganz einfach gerne erzählen. So, nachdem ich jetzt mit Ben eigentlich schon alles gemacht habe für ihn, tut er noch ein paar kleine Verbesserungen machen. Und in dieser Zeit gehe ich jetzt mal auf die Straße, ein paar Leute fragen, was sie von Graffitis halten in Chur. Also, wieso haben Sie jetzt hier angehalten? Halten Sie öfters an, wenn Sie Graffitis? Er ist ein bekannter Kopf. Oder? Und dann fasziniert mich, was er aus dieser Dose rausbringt. Ja. Das ist wahnsinnig. Ich finde es eigentlich eine gute Sache. Ich meine, das ist ja nicht nur Schmiererei, es ist wirklich Kunst. Toll. Ja. Ja, wirklich künstlerisch. Ja. Sollte man also vielleicht mehr einfügen, so in anderen Städten. Meine Damen und Herren, ich bringe euch so ehrlicher Rap, wenn einer gar nicht wählen, dann müsst ihr aber nicht wählen mit der hohen Egoist, weil ich weiss, ich bin ein Ego, doch als einziger ehrlich. Wir bringen Rap ohne Leben, ich bin Jetzt bist du ganz fertig, oder gibt es jetzt noch etwas, was du machst? Ja, das Bild bleibt da. Einen Teil muss ich mit heimnehmen, darum mache ich ein Foto davon. Ja. Da kommst du halt auch nicht viel zu sagen, ist schon ziemlich weit. Ja, was soll ich schreiben? Sicher niemandem vor, wenn es soll rappen, schliesslich möchte ich das auch nicht, obwohl sich... Arbeit hat sich gelohnt. Der Bein ist zufrieden mit seinem neuen Graffiti. Und ich bin ziemlich beeindruckt von der Stadt Chur und ihrem Umgang mit der Sprayer-Szene. Auch wenn das Bild nicht für die Ewigkeit ist, ich persönlich werde es sicher nie vergessen. Und der Bild hat auch bei anderen viele positive Reaktionen ausgelöst.